Hallo, ich bin der Marco von Kali. Heute wollen wir uns mal dem Thema widmen, das ja auch die meisten von euch heimsuchen wird, mehrfach in ihrem Leben, nämlich das Thema Gebrauchtwagenkauf. Dazu muss man sagen, wir haben hier einen 5er BMW, Baujahr 2015, einen 550i, Benziner. Im Gegensatz zu früheren Autos vor meinetwegen 15, 20 Jahren sind die Kisten heutzutage natürlich ziemlich verbaut. Und eigentlich kann man, wenn man die Motorhaube öffnet, gar nicht mehr so wirklich viel erkennen. Aber ein bisschen was geht immer. Beispielsweise den Öldeckel lokalisieren, wo man das Öl nachfüllt, mal aufdrehen, mal drunter schauen. Wenn hier gelber Schlamm, so eine gelblich-schlammige Masse am Deckel sich befindet, dann deutet es darauf hin, dass im Ölkreislauf Wasser ist. Kondenswasser im Ölkreislauf entsteht meistens bei Fahrzeugen, die sehr viel Kurzstrecke bewegt werden oder im anderen Fall möglicherweise schon ziemlich lang bei dem Besitzer oder dem Händler steht und sehr, sehr wenig bewegt wurde. Beides ist nicht unbedingt optimal. Ein Fahrzeug, das lange steht, kann natürlich auch Standschäden davontragen. Andererseits, wenn es fast ausschließlich Kurzstrecke gefahren wurde, die heutigen modernen Fahrzeuge, gerade die mit den größeren Motoren, sind natürlich nicht unbedingt dafür ausgelegt, nur Kurzstrecke gefahren zu werden. Ansonsten ist es auch bei den modernen zugebauten Fahrzeugen durchaus möglich, generell die optische Sichtprüfung vorzunehmen in Form von die Leitungen, Zuleitungen, Schläuche, Gummis etc. Alles, was man sehen kann, einfach mal überprüfen und sehen, erstens, steht es in Relation zum Alter und zur Laufleistung des Fahrzeugs? Und zweitens, habe ich irgendwelche Beschädigungen, die darauf hinweisen können, dass da in nächster Zeit Reparaturen anstehen könnten. Ich sage mal, bei einem 20 Jahre alten Auto, gerade bei Gummileitungen oder Isolierungen, die altern, werden dadurch eben porös. Und das sieht man ihnen auch an. Bei einem 20 Jahre alten Auto mag es in Ordnung sein. Irgendwann muss das halt auch mal gewechselt werden. Bei einem 4,5 Jahre alten Fahrzeug mit 66.000 Kilometern darf das natürlich nicht vorkommen. Immer gut, wenn eine sogenannte Dämmmatte verbaut ist im Motorraum, diese sich genau anschauen. Marder oder ähnliches Getier vergreift sich ganz gerne an diesem Stoff, würde man dann sehen. Zum Zweiten können wir hier bei dem Fahrzeug noch den Servostand checken, also den Stand des Servoöls, das ist für die Lenkung. Der passt. Sollte der nicht passen, eine Min-Max-Markierung ist auf dem Stab, ist es natürlich die Frage, warum passt es nicht? Verliert die Servolenkung möglicherweise Flüssigkeit und hat einen Defekt? Wurde beim Service nicht darauf geachtet, dass nachgefüllt wird? Kann mehrere Ursachen haben, ist aber ein Blick. Bei dem Fahrzeug jetzt ist die Fahrgestellnummer hier eingeschlagen. Da lohnt sich auf jeden Fall auch mal ein Blick hin. Zum einen natürlich zum Überprüfen, ist denn die Fahrgestellnummer auch die in den Papieren auftaucht? Wenn die Fahrgestellnummer geändert wird, was natürlich im Regelfall nie vorkommen darf, bei geklauten Autos ist das natürlich gang und gäbe, wird das irgendwie entfernt, auf verschiedenste Arten und Weisen und anders eingeschlagen. Meistens sieht man das aber, weil die das natürlich nicht so gut hinbekommen, wie es der Hersteller werkseitig macht. Ja, und damit wären wir im Prinzip hier auch schon am Ende angelangt, weil mit herkömmlichen Mitteln und ohne Werkzeug, besondere Kenntnisse lässt sich hier auf normalem Wege auch nicht wirklich mehr prüfen. Mit unserer App können wir natürlich noch wesentlich tiefer rein. Das werden wir jetzt auch gleich tun.